Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir sind in der Nähe von Gotha und werden hier dieses Wochenende alte Freunde besuchen, alte gute Freunde, die wir schon richtig lange nicht mehr gesehen haben. Wir freuen uns richtig doll drauf. Aber weil wir auch noch nicht in Thüringen waren, zumindest ich nicht, ich glaube aber Basti auch nicht, haben wir gedacht, nehmen wir euch einfach mal mit und zeigen euch, wie es uns hier so gefällt. Ich war heute Morgen hier schon joggen, bevor ich jetzt mit Pepsi eine kleine Runde drehe. Sie hat aber in letzter Zeit so überhaupt keinen Bock, mit mir laufen zu gehen und dann will ich sie auch nicht zwingen. Deshalb mache ich dann quasi einfach meinen Cooldown-Spaziergang mit ihr. Und hier ist es einfach richtig herrlich. Wir stehen hier an einem richtig schönen Wiesengrund. Absolut perfekt. Spaziergänge morgens sind einfach irgendwie so wichtig und wertvoll für mich geworden. Ich kann mir irgendwie gar nicht mehr vorstellen ohne das und wie das vor Hund war. Wir haben schon unsere Duschsachen gepackt. Duschen! Weil wir stehen hier auf einem Parkplatz von einem Fitnessstudio, die hier anbieten, über Nacht zu stehen. Auf diesem wirklich schönen Parkplatz, den sie haben. Und ja, echt nicht teuer. Ich glaube 3 Euro die Nacht und für eine Dusche 1 Euro. Und da dachten wir uns gestern Abend, wir fühlen uns nach einer Dusche, wir kommen hierher. Endlich mal wieder ausgiebig heiß duschen. Oh. Ich komme irgendwie vor wie in Südamerika, wo man auch keine Duschen immer kriegt. Das war richtig gut. Richtig sauber, richtig gute Dusche. Einfach richtig cooler Platz. Ja. Also muss man mal sagen, voll cool, dass sie das anbieten. So ein Fitnessstudio, hast du glaube ich schon gesagt. Einfach für 3 Euro übernachten, 1 Euro Dusche und mega. Ich glaube, es rührt aber aus der eigenen Camperbegeisterung der Besitzer. Ja, das kann sein. Da steht ein riesen Womo vor der Tür. Ja. Ist doch immer schön, Gleichgesinnte zu treffen. Und die wissen halt, was wir brauchen. Eine Dusche. Also sind wir jetzt sauber und bereit. Hast du schon gesagt, wo es hingeht? Ja, dass wir in Gotha sind. Genau, jetzt können wir auch wieder unter Leute. Ja. Alles ist zusammengepackt. Wir sind bereit für die City. Großstadt ist es ja nicht, aber Für uns schon. für uns irgendwie schon. Zu früh angeschnallt.
Wir sind nach Gotha komplett ohne Informationen in klassischer Neulandmanier eigentlich angereist. Wir wussten so gar nichts und wissen auch noch sehr wenig. Auf dem Weg hierher habe ich jetzt zumindest schon mal erfahren, dass es eine Residenzstadt ist, sehr historisch. Natürlich gibt es ein Schloss. Ich weiß nicht, warum natürlich ich sage, aber weil es eine Residenzstadt ist weil es vielleicht. eine Residenzstadt ist vielleicht. Da schlendern wir jetzt mal vorbei und dann suchen wir uns ein Café zum Frühstücken. Es ist auf jeden Fall sehr camperfreundlich. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten, mit dem Camper ziemlich nah an der Innenstadt dran zu parken. Ich glaube, die Stadt ist auch sehr überschaubar. Super groß ist sie nicht. Es hieß auch schon, man kann alles mit einem Stadtbummeln abklappern. Da hat Ernst der Fromme wohl schon länger nicht mehr nach seinem Schloss geguckt. Ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Also es ist schon riesig, ist schon krass, aber ich glaube, wir haben ein bisschen was Prunkvolleres erwartet. Und nicht so eingeschlagene Scheiben und so. Ja, die war nur offen. Echt? Ja. Die sahen aber irgendwie sah das alles so kaputt aus. Das waren offene Fenster. Na gut. Guck mal, das hat mein Kopf direkt damit gemacht, weil das alles so die Farbe verlaufen ist. Und Rost. Ne, ist halt schon alt, ne? Ja. Aber riesig. Das Museum schon ein bisschen schöner. Wir haben gerade ein Schild entdeckt, dass es demnächst saniert werden soll, das Schloss. Hat es sich wahrscheinlich auch verdient. Es gibt hier noch eine kleine Forschungsbibliothek, eine historische. Da darf man aber leider nicht drin filmen. Deswegen bleibt es bei der Außenansicht. Das Schönste hier am Schloss ist zumindest mal der Blick auf die Stadt. Sieht schon wirklich schön aus. Und mit den Fenstern hat Svenny recht. Die sind gar nicht eingeschlagen. Aber durch die Spiegelung sah es einfach so aus. Das hat mein Kopf einfach gemacht. Das sieht mal richtig gut aus. Oh, die schmeckt auch so. Richtig gut. Das ist einfach das Beste, Leute. Das war ultra lecker. Wir haben jetzt aber noch ein bisschen was zu tun. Und zwar müssen wir Uno Wäsche waschen und zweitens noch ein bisschen was am Laptop machen. Hier gibt es einen kleinen Waschsalon. Deswegen machen wir das jetzt noch. Wir sind nämlich schon frisch geduscht. Unsere Klamotten brauchen aber noch eine frische Prise. Es ist mal wieder ein heißer Tag geworden. Eigentlich war es gar nicht so heiß vorhergesagt, aber wir haben vorgedacht. Wir haben für Peppy einen Joghurt eingefroren.
Wäsche ist auch schon fertig, Basti räumt ein und Kavi darf jetzt hier Joghurt, Frozen Joghurt schmausen. Siehst du das gar nicht? Probier mal. Guck mal. So. Wochenende. Video ist fertig, Wäsche ist gewaschen und wir freuen uns riesig, die anderen 2 Nasen jetzt zu sehen. Dafür müssen wir aber noch ein bisschen fahren. Und jetzt gehen wir Freunde besuchen. Rückwärtsgang. Rückwärtsgang lösen. Haben wir eine Route? Weiß nicht, hat einer reingemacht? Nope. Du? So fährt Basti übrigens immer los. Verlässt sich immer drauf, dass ich die Route drin habe. Und ist er drin? Nein. Immer das Gleiche. So. Guten Morgen, wir sind wieder unterwegs. Wir hatten ein richtig schönes Wochenende mit unseren Freunden Anne und Fabi. Und ja, wer die beiden kennt, aka Neuland-Pioniere und gerne wissen möchten, was bei denen so passiert ist in den letzten 12 Monaten, glaube ich. Der kann gerne mal, glaube ich, auf dem Kanal vorbeischauen. Da ging am Freitag ein Update-Video online. Da werden sie so einiges berichten. Wir hatten zusammen ein Offline-Wochenende. Das war richtig, richtig schön. Haben 1, 2 Events besucht, haben lecker Pizza gemacht, beziehungsweise Fabi, der alte Pizzabäcker. Und ja, einfach mal seit langer Zeit die beiden mal wieder gesehen und richtig schöne Zeit verbracht. Und jetzt sind wir sowieso ja in der Region Gotha und wir sowieso zum allerersten Mal in Thüringen. Und hier in der Nähe ist in Eisenach die Wartburg, wo wir jetzt gerade auf dem Weg hin sind. Und wir dachten uns, das gucken wir uns mal an. Parkplätzen. Sie müssen mal probieren, wenn Sie hier rundfahren, ob es hier auf der rechten Seite noch eine Möglichkeit gibt. Also es könnte eng sein. Okay. Wenn wir aber hier auch wieder rausfahren, die erste halbe Stunde ist frei, müssen Ihr Glück probieren. Okay, alles perfekt. klar. Schauen wir mal. Danke. Danke. Easy. Auch wenn es beschissen aussehen sollte mit Parkplätzen. Haben wir Glück gehabt. Wir haben einen gekriegt, ist gerade einer rausgefahren. Sehr gut. Baby, wir haben hier so einen Deal, dass du nichts von alleine hier vorkommst. Läuft mit Hundetraining. Mann, nichts lernt der Hund. Zeit für ein bisschen Geschichte. Baby. Bereit? Jetzt komm. Langsam, Peppi. Regenjacke und Sonnenbrille.
Wir haben uns für den kürzeren Weg und den steileren Weg entschieden. Zeit ist Geld. 3 Minuten sparen wir. Vielleicht hätten wir uns doch für die weniger vielleicht ich wusste nicht, wie ich sagen soll, und ich bin super hell geworden. Vielleicht hätten wir uns doch für die bisschen weniger Steigungen entscheiden sollen. Ich kann nicht mal mehr reden. Es sind viele Stufen. Die Wartburg. Hoch oben thront sie über dem kleinen touristischen Ort Eisenach. Sie ist eine der berühmtesten Burgen Deutschlands. Seit über 900 Jahren blickt sie über das Thüringer Land und ist reich an Geschichte. Hier lebte die heilige Elisabeth und hier übersetzte Martin Luther das Neue Testament ins Deutsche, im Schutz der dicken Mauern. Beim Gang durch die Burg spürt man den Hauch der Vergangenheit. Mittelalterliche Hallen, Fachwerk und ein atemberaubender Blick über Wälder und Stadt. Jedes Mal Gänsehaut, wenn man überlegt, dass hier vor hunderten Jahren schon Menschen gelebt haben und die deutsche Geschichte mitgeschrieben, mit verändert haben. Kein Wunder, dass die Wartburg seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Ein Ort voller Geschichte, Legenden und Magie. Es ist eine richtig schöne Burg, auch richtig gut instand gehalten. Und der Eintritt, also ins Burggelände, ist kostenlos. Nur wenn man in die inneren Räume rein möchte. Und eine Führung durch die Burg selbst, die kostet dann. Aber ist auch nicht erlaubt mit Hund, deswegen gehen wir quasi nicht in die Burg rein. Zwischendurch sind auf jeden Fall immer mal wieder so Informationstafeln. Ist immer interessant und auch richtig schön gemacht alles. Also man kann hier auch echt gut was lernen, ohne eine Führung zu machen. Aber es ist bestimmt interessant, auch mal das Innere zu sehen. Ja. Vor allem, weil es da ja auch die Lutherstube gibt. Und nächstes Mal so ohne Hund. Ja. Der Ausblick ist auf jeden Fall krass. Wie fast bei jeder Burg. Kann man verstehen, warum genau da eine Burg ist. Ja. Das ist echt richtig schön. Es lohnt sich. Lag auf dem Weg, aber es lohnt sich auch absolut. Ja. Also kommt im Thüringer Wald vorbei. Wer Hunger hat, hier gibt es auch ein kleines Restaurant. Wir haben auch viele mit Eis gesehen. Man halt hier richtig, ne? Ja. Ich habe mich gerade auf der anderen Seite des Tales wieder gehört. Kriegen alle mit, was du sagst. Na, das sage ich mal besser nur Gutes, obwohl ich es nicht probiert habe. Aber hier gibt es auch ein Burgrestaurant mit Thüringer Wurst. Unten am Parkplatz haben wir auch einen Imbissstand gesehen. Aber die Wurst haben wir schon am Wochenende verköstigt mit unseren Freunden. Die Thüringer? Die Thüringer. Deswegen sparen wir uns die dieses Mal. Aber ich glaube, kann man mal probieren. Man verhungert nicht, wenn man sich hier länger aufhält. Nee. Wir finden, es ist definitiv ein Abstecher wert, hierher zu kommen. Und wer historisch interessiert ist, oder auch nicht, findet das bestimmt richtig cool hier und die Führung ist bestimmt auch super interessant.
Ja, dann aber Hund halt im Auto lassen oder Hund nicht mitbringen. Eins von beidem. Oder keinen Hund haben. Oder keinen Hund haben. Vielleicht das Dümmste, was wir seit langem gemacht haben, seit wir wieder unterwegs sind. Aus Eisenach rausgefahren und nicht getankt. Und ab in Thüringer Wald und Berge. Und fahren schon auf Reserve. Gerade wurde auch schon wenig Kraftstoffanzeige angezeigt. Naja, hoffen wir, dass wir an einer vorbeikommen. Basti ist ja bei sowas immer mega entspannt. Ich habe da ein paar Flashbacks an Spanien, als wir zum ersten Mal losgefahren sind. Hatten wir nämlich auch so eine Geschichte, wo wir vor allem 13% Steigung hatten und fast nichts mehr im Tank. Ja, aber wir sind bis zur Tanke gerollt. Immerhin wurde unsere Risikobereitschaft belohnt. 1,59 statt 1,74 vorher. Das muss auch immer wieder zwischendurch sein. Stinkt? Ein bisschen. Ist aber eigentlich nur Wasser, mit dem wir... Also haben wir jetzt halt 2 Tage Ja, stehen es lassen. stand jetzt halt so lange. Das Das Ding hinten drauf gedreht, ja, ne? Hast du? Ciao, viel Spaß! Wir haben vorne. Platz for the night. Und was meinst du? Hunger. Hunger, kaputt, lange Fahrt. Erstmal essen. Und so. Uiuiui. Basti ist gerade mit Peppi los, vor 5 Minuten vielleicht. Und es hat einfach so krank angefangen zu regnen. Habe jetzt vorhin schon mal ein Handtuch hingelegt. Basti ist natürlich auch komplett ohne Regenschutz los. So überrascht wurden wir echt noch nie. Da kommen sie. Oh Gott.
Wasserhund. Ich mach die später sauber. Hm? Ich mach die später sauber. Ist einfach aus dem Nichts angefangen zu regnen, oder was? Ja. Hoch. Ja. Wenn die zuerst. Bisschen hoch. Was? Ich habe noch überlegt, die Regenjacke anzuziehen. Aber irgendwie sah es gar nicht nach Regen aus. Auf einmal, papp, war er da. Nicht so schlimm. Essen fast fertig. Coolio. Bevor wir jetzt aber essen und uns gemütlich machen, beenden wir den Vlog für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen, der kleine Ausflug nach Thüringen. Wir fanden es richtig, richtig schön. Ja. Wetter war natürlich wechselhaft, aber was soll man machen? Wir nehmen Das war ja auch noch in Ordnung. Ja, schon auf jeden Also Fall. eigentlich hatten wir ja noch ein bisschen Glück. So. Ja. Wir nehmen, wie es kommt, sagen wir mal so. Ja. Genau, das Emoji der Woche, passend zu unserem letzten Besuch, ist natürlich eine Burg für die Wartburg. Yes. Und Und wir haben gesehen, der ein oder andere von euch hat noch nicht abonniert. wie kann das denn Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, 40% unserer Zuschauer. ja, also, damit wir hier mal langsam auf ein vernünftiges Niveau kommen, abonniert doch mal unseren Kanal, da würden wir uns richtig drüber freuen. Dazu müsst ihr nach dem Video einfach nur auf Abonnieren und die Glocke und dann seid ihr mit dabei und wir freuen uns. Und bestens informiert, was hier so abgeht. Genau, dann verpasst ihr nämlich kein Video mehr. Yes. Genau, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr den Sonntagmorgen, Abend oder egal wann ihr einschaltet, mit uns verbracht habt. Ja. Und ja, Support jetzt in die Kommentare nicht vergessen. wir sehen uns nächste Woche. Danke. Ende.